Hallo meine Freunde, heute geht es um einen 944 Turbo. Der Turbo hat eine zusätzliche elektrische Wasserpumpe zur Kühlung des Turboladers. Und genau die ist bei diesem Fahrzeug undicht. Das werden wir heute beheben. Um die Wasserpumpe von unten zu sehen, müsst ihr hier in dem Bereich nach oben schauen und dann ziemlich weit oben im Fahrzeug. Die undichte Wasserpumpe erkennt ihr an den verräterischen Spuren des Kühlmittels. Von oben ist die Pumpe leichter zugänglich, allerdings die Anschlüsse sind unten. Wir demontieren jetzt die Klemme, fangen wir mit der Stromleitung an, dann können wir die mal abziehen hier. So, ist sie getrennt. Dann machen wir wahrscheinlich den Halter als Ganzes raus. So, dann machen wir die auf. Gut, wenn man solche Werkzeuge hat. Die Halterung ist hier hinten von der Imbusschraube gehalten. Ich glaube nicht, dass die Imbusschraube Standard war. Original müsste da eine Sechskant gewesen sein. Mit einer Sechskantschraube wäre es deutlich einfacher gewesen, aber wir bekommen es natürlich auch so auf. Jetzt kann ich sie schon mit der Zange rausdrehen. Glücklicherweise ist die Mutter auf der anderen Seite verschweißt. Der Halter ist hier schon locker. Wenn man hier noch komplett locker machen, dann war das schon die ganze Geschichte. Und wir haben es. So, dann machen wir mal die eine Schlauchklemme auf. Ich habe mich dazu entschieden, das Wasser nicht abzulassen, weil die Pumpe sitzt relativ hoch. Und wenn es unten am Kühler das Wasser ablassen würde, würde ja alles auslaufen. Ich habe eine große Wanne unterm Auto stehen. Fangen wir das auf, was bis zu der Höhe rausfließt. So, und jetzt muss ich da den Schlauch runterkriegen. Das wird jetzt lustig. Wärme hilft bei sowas immer. Mit dem großen Schraubenzieher probieren. Oh, der kommt schon. Hier unten ist die zweite Klemme. Wenn man es jetzt ein bisschen zur Seite drückt, kommt man auch in die bei. So, an die untere kommen wir mit den Zauberwerkzeugen auch bei. Und die Klemme machen wir weit auf, dass es schön runterfällt. Ein Stück runterschieben und das war die Pumpe. Das waren die verräterischen Spuren des Kühlmittels, die wir unten gesehen haben. Das läuft aber wahrscheinlich nicht direkt hier raus, sondern die Trennlinie ist hier oben. Hier in diesem Bereich war sie definitiv undicht. Das jetzt. Bei einem normalen Auto würde man jetzt einfach die Pumpe wechseln. Bei Porsche ist es ein bisschen kompliziert. Früher war es sehr teuer. Als es die Pumpe noch gab, hat sie ungefähr 700 € gekostet. Aber mittlerweile braucht ihr euch über den Preis nicht ärgern. Die Pumpe gibt es nicht mehr. Wir starten also einen Reparaturversuch der Pumpe. Die Dichtung muss hier da drunter sitzen. Das heißt, das Pumpengehäuse sollten die 4 Schrauben hier sein. Aha, die ging schon mal. Die ging auch. Auch. Und auch. Hier lief die Wasserspuren runter. Und hier sitzt eine simple Dichtung. Mittlerweile habe ich eine neue Dichtung besorgt. Die Maße sind 37,5 x 2,5 mm. Die neue Dichtung setzt ihr hier so an. Und dann kommt der Deckel, ihr müsst aufpassen, der geht nur in einer Lage drüber, vorsichtig drauf und dann müsst ihr schauen, dass die Dichtung überall in den inneren Rand drückt. Das sieht sehr gut aus. Jetzt kann ich mal eine Schraube ansetzen und ihr wisst ja bei Kunststoffschrauben immer erst rückwärts, dass sie Gewinde finden und dann vorwärts. Und jetzt schön überkreuzt, dass sich der Dichtring richtig schön setzt.
Wenn die rückwärts dreht, hört man richtig, wann sie einrösten. Jetzt. Und genau da geht es ins alte Gewinde. So, und jetzt so schön, dass der Spalt verschwindet. Da wieder ein bisschen, dann wieder das andere, dann wieder die Rückseite. Die Pumpe kommt jetzt wieder in dieser Orientierung. Zuerst mal auf den unteren Schlauch. Den horizontalen bekommen wir dann später. Den Schlauch gegenhalten und dann könnt ihr von oben die Pumpe auf den Stutzen stecken. Und mit einer langen Verlängerung kriegt das auch wieder fest die Schelle. Gut. So. Dann kommt auch die andere Schlauchseite wieder drauf. Auch die Schelle zieht er dann wieder leidlich an. Dann steckt er die Halterung wieder von oben drüber. Dann wird die hier eingelascht. Kotflügel. Das Ansetzen der Schraube von hinten ist natürlich wieder kompliziert, aber ich habe wenigstens eine Sechskant genommen. Sechskant hat den Vorteil, dass wir jetzt mit dem Ratschenringschlüssel drauf kommen. Wenn die hinten mal halbwegs in Position ist, können wir vorne am Dom die Schraube anziehen. Und dann die hintere fest, also so ungefähr 8 Newtonmeter. So, jetzt muss ich mal da jetzt die Steckverbindung dann noch irgendwie hinlegen. Die muss nachher dann da durch. Dann macht er die obere Schraube da in Position fest. Zieht er so lange, bis der Spalt eigentlich verschwindet. Der Rest geht dann ins Gummi. Bei der Elektrik müsst ihr immer schauen, wie rum die Steckverbindungen waren. Die waren hier so, dann ist die drauf. Und jetzt wird die hier eingerastet, alles wieder gut. So, beim Befüllen müsst ihr die Entlüftungsschraube hier oben aufmachen. So gerade so ein bisschen, dass die Luft entweichen kann. Dann füllt ihr vorsichtig mal auf Maximum auf. Wenn es dann da oben überläuft, habt ihr genug drin, dann müssen wir es hier zumachen. Dann füllen wir weiter bis Maximum. Ungefähr hier. Jetzt machen wir einen Probelauf, schauen, ob alles dicht ist und nachher müssen wir nochmal nachfüllen. Nach dem Probelauf schaut er nochmal nach dem Kühlwasser. Der ist jetzt natürlich über Max, müssen wir nochmal genau messen, wenn er wieder kalt ist. Können wir nochmal eventuell Kühlwasser nachfüllen. So, ich habe jetzt unten geschaut, die Pumpe ist wieder dicht, also klasse. So funktioniert die Reparatur. So, auch diese Reparatur ist wieder erledigt. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund.